Rudersport gibt es eigentlich keine Limite, die man nicht optimieren kann, weil da kannst du selbst nach 40 oder 50 Jahren Rudern immer noch irgendwo an einer technischen Finesse etwas arbeiten. Und dabei kommt es nämlich auf ganz kleine Sachen drauf an. Zum Beispiel, wie weit man mit den Händen ausholt. Das sind jetzt die Positionen, die wir sehen. Eine ist weniger weit holen und eine ist weiter holen. Das sind bei mir auf der Hand vielleicht 10 cm. Auf 2 Kilometer macht das vielleicht 2 bis 3 cm aus, die dann über eine Medaille entscheiden können oder nicht. Und genau dieser kleine Vorsprung ist das Ziel des neuen Systems. Die Technik ist vor allem mit den beiden Griffen. Der Entwickler George Mandanis erklärt, wie es funktioniert. Also der Kurt wird auf dem See, sagen wir 20 Minuten rudern und er entscheidet, diese Ruderschläge aufzunehmen, zum Beispiel 10 Minuten. Dann kann er stoppen, eine zweite Sequenz messen, wieder stoppen und dann, wenn er da wieder beim Steg ist, kann er diese Daten zum Server schicken. Im Nachhinein sieht man dann ein Diagramm, wo man noch etwas optimieren kann, zum Beispiel bei der Kraft. Theoretisch kann das System jeder Ruderer und jede Ruderin brauchen, aber für Amateure ist es sicher brauchbar, aber diese Amateure im Moment müssen Geld haben, weil das System ist teuer. Und für Spitzensportler zum Optimieren es ist sicher interessant. Aber es muss eine Person da sein, die diese Daten sammelt und analysiert. das haben meistens nur die grösseren Clubs. Und auch wegen dem Preis von rund 3000 Franken pro Griff sei das Ganze eher für Profisportler und Sportlerinnen gedacht. Ganz einfach sei es aber nicht, so neue Produkte an die Clubs zu bringen. Der Rudersport ist sehr konservativ. Und wenn man mit neuen Innovationen kommt, ist das relativ schwierig, das an einem breiten Publikum oder im Spitzenbereich zu implementieren. Man ist aber dran, es wird auch sehr viel im Hintergrund gemacht, aber man tut es nicht an die grosse Glocke hängen, damit auch noch gewisse Sachen ein bisschen für die Nationen bleiben. Wenn das neue System dann mal auf dem Markt ist, sei es aber für alle Nationen. An der Luzerner Regatta von diesem Wochenende kommt es zwar noch nicht zum Einsatz, aber vielleicht schon an der nächsten.